und der Premiere in Oschersleben. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit und wollen natürlich wie beim letzten Mal die Gelegenheit benutzen, Ihnen ein paar Fahrer diesmal aus dem Mittelfeld näher zu bringen. Beginnen wollen wir aber mit einem Rookie, dem Schweizer Samuel Truninger. Und der hat hier so seine Probleme mit dem Belag. Die Strecke ist sehr rutschig, ein wenig verschmiert. Man muss schauen, dass man mit spät bremsen, so wenig wie möglich in der Schräglage und gleich wieder aufstellen und raus beschleunigen kann. Sonst kommst du hier nicht auf Zeiten. Also, jetzt sind wir in der Startreihe 5 bei der Nummer 42 beim Sebastian Vitzthum, der Ex-Ski-Weltmeister. Der entdeckte seine Liebe zur Pro Superbike 1997, ist gut drauf, ist richtig motiviert hier für den Lauf in Oschersleben. Dann kommen wir weiter zur Nummer 12, dem Schweizer Paul Leuthardt. Der hatte ziemliche Probleme mit seiner Gabel. Aber er schaut noch etwas skeptisch rein. Er rechnet sich auch eine ganze Menge aus. Dann gehen wir mal weiter hier zur Nummer 18, zu Uwe Pollheide. Er ist immer noch ziemlich gewichtig. Ich würde immer noch sagen, so schlappe 90 Kilo. Er will wie im Vorjahr Rang 18 erreichen. Er handelt unter anderem mit Geschirrspülmaschinen. Und hier am Ende Christian Häusle mit der 41. Durch einen Verkehrsunfall hat er seinen Unterschenkel verloren, aber das stört ihn überhaupt nicht beim Motorradfahren. Auch er bis in die Haarspitzen motiviert. Auch ein anderer, Jochen Schmid. Zum 4. Mal auf der Pole Position in dieser Saison. Und er kann überhaupt nicht verstehen, dass die Kollegen solche Probleme haben mit dieser Strecke hier. Mir kommt die Strecke eigentlich relativ gut vor. Ich kann eigentlich nicht sagen, dass sie besonders rutschig ist. Und vielleicht verleitet sie etwas, dass man ein höheres Risiko eingeht, weil da doch viel Sturzraum vorhanden ist. Aber ich denke, das ist, sage ich mal, das sind jetzt nur ein paar Umstände, die eben zusammengekommen sind. Und man kann nicht generell sagen, dass der Belag rutschig wäre, aus meiner Sicht. Und jetzt sind wir in Startreihe 4 bei der 55. Michael Galinski, der Ex-Pro-Superbike-Meister und unser Co-Kommentator auf dem Salzburgring. Dann geht es weiter hier mit der Nummer 79. Markus Ober, der amtierende Meister der 250er-Klasse. Dann kommen wir hier zur Nummer 10. Detlef Guderian, der fährt zusammen im Team mit der 15. Christian Schneider mit dem Papst-Team. Sie haben eine gesicherte Zukunft, wenn Sie gute Ergebnisse einfahren. Sie sind Spätstarter im Motorsport und wollen unter die Top 10. Dann die 43, Horst Skora. Er ist ja mal 10 Jahre verschwunden gewesen aus der Szene. Jetzt wieder dabei. Auf dem Hockenheimring eine Rippe gebrochen, auf dem Salzburgring ein bisschen die Maschine demoliert. Aber was soll's, jetzt ist neues Glück hier in Oschersleben. Und wir, liebe Zuschauer, zeigen Ihnen jetzt einen, der ziemliche Probleme hatte mit der Strecke, nämlich der Spanier Ruben Xaus. Der lernte die Tücken hier in Oschersleben gleich im Training kennen. Die erste Maschine, die hat er ziemlich zersägt und auch mit der zweiten hatte er große Probleme. Ja, wir hatten Probleme mit der Batterie und das Bike blieb einfach stehen und wir hatten keine Chance mehr, es rechtzeitig hinzubekommen. Aber ich denke, ich kann heute gewinnen. Ich bin sicher für viele eine Überraschung und wir werden wohl spektakuläre Rennen erleben. Und neben uns, liebe Zuschauer, steht jetzt Siegfried Hese von der Magdeburger Presse und er gibt uns heute den Tipp des Tages, wie immer präsentiert von PS, dem Motorradmagazin. Herr Hese, wer gewinnt heute? Ja, ich würde sagen, der Herr Schmid, der liegt sehr gut in den Punkten und Trainingsergebnisse sind auch sehr positiv. Wie ihr sagt, Herr Schmid macht den ersten, Herr Mecklau macht den zweiten und Udo Mark würde ich auf den dritten setzen. Na wunderbar, schauen wir mal, ob das eintrifft. Wir geben kurz nach München, liebe Zuschauer, und dann meldet sich Hannes Bichteler, Ihr Kommentator. Zu Lauf 7 und 8 hier im Motopark von Oschersleben. Eine wunderbare, neu gestaltete Anlage, noch nicht mal ein Jahr alt. Uns erwarten hier zwei wirklich spannende Läufe, nehme ich mal an. Im Training ging es schon mächtig rund hier und wir werden es auch gleich an der Startaufstellung sehen. Ein prominenter Mann wird hier und heute fehlen nach einem schweren Trainingssturz und das ist der Führende in der Meisterschaft, Christa Lindholm. Ist zwar spannend für das Ergebnis, aber dennoch auch schade für den Christa, er hat sich schwer verletzt. Wir können darauf später nochmal eingehen. Hier sehen Sie schon die ersten Einblendungen der ersten Startreihe der Trainingsschnellsten. Auf Pole zum 4. Mal in dieser Saison Jochen Schmid und hier Andi Mecklau ist noch im zweiten Zeittraining auf den 2. Platz vorgefahren. Und Andi Mecklau ist noch im zweiten Zeittraining auf den 2. Platz vorgefahren. Und hier Andi Mecklau ist noch im zweiten Zeittraining auf den 2. Platz vorgefahren. Und hier Andi Mecklau ist noch im zweiten Zeittraining auf den 2. Platz vorgefahren. Und hier Andi Mecklau ist noch im zweiten Zeittraining auf den 2. Platz vorgefahren. Und hier Andi Mecklau ist noch im zweiten Zeittraining auf den 2. Platz vorgefahren. Und hier Andi Mecklau ist noch im zweiten Zeittraining auf den 2. Platz vorgefahren. Und hier Andi Mecklau ist noch im zweiten Zeittraining auf den 2. Platz vorgefahren. Und hier Andi Mecklau ist noch im zweiten Zeittraining auf den 2. Platz vorgefahren. Und hier Andi Mecklau ist noch im zweiten Zeittraining auf den 2. Platz vorgefahren. Und hier Andi Mecklau ist noch im zweiten Zeittraining auf den 2. Platz vorgefahren. Und hier Andi Mecklau ist noch im zweiten Zeittraining auf den 2
war eine mächtige Anstrengung. Er freut sich riesig. Ich war vorhin noch in der Box unten. Und Ruben Xaus, der junge Mann aus Barcelona, er kommt immer besser in Schwung und steht hier auf dem 3. Startplatz. Die erste Reihe vervollständigt Udo Mark auf der Einspritzer Suzuki. Ja, hätte ein bisschen besser laufen können für ihn, dennoch ist er zufrieden. Dann in Reihe 2, Johnny Akerold, der Südafrikaner, Roger Kellenberger, neben ihm Harald Kitsch, der beste Privatier, und Juha Berner, wieder mal sehr gut dabei, der schnelle Finne. In Reihe 3 dann Robert Hüber, Samuel Truninger, Frank Heidger und Christian Schneider, also durchwegs die guten Privatier. Mein Co-Kommentator vom Salzburgring, Michael Galinski, steht in der 4. Startreihe. Neben ihm Markus Ober, ein neuer junger Mann, ein Gastfahrer, Detlef Guderian, und Harald Skora dann in Startreihe 5. Sebastian Fitztum vom Remus Racing Austria Team, von Andi Mecklau, Paul Leuthardt, der Schweizer, Uwe Pollheide und Christian Häusle, ebenfalls Remus Racing. In Reihe 6 Norman Manz, Volker Grumme, ein Gastfahrer, Jörg Schmidt und Heinz Latazis. Reihe 6, Alexander John, Harry Fahrt. Er ist seit einer Woche frisch verheiratet. War auch ein Auslöser einer speziellen Situation, kommen wir auch noch im Laufe des Rennens drauf. Alexander Folger, ebenfalls ein neuer Mann. Und hier dann in der Startreihe 8 Sven Wassermann, Markus Bordin, Matthias Bold und Ralf Eitschner, neuer Mann. Und ganz am Ende des Feldes Holger Peschel, ein junger Gastfahrer, der ohne jeglichen Sponsor und ohne jegliche Unterstützung hier an den Start geht, aber zumindest ist er mit dabei. Ein Blick auf das Wetter. Es ist sonnig zunächst mal. Asphalttemperaturen sind gut, Luft 16 Grad, das könnte heute noch etwas wärmer werden. Die Fahrer sind nun formiert. Also schade, Christa Lindholm ist nicht mit dabei. Und in wenigen Sekunden kann es hier losgehen im Motopark von Oschersleben zum 7. Lauf der Pro Superbike Meisterschaft 1998. Das Rennen ist gestartet. Andi Mecklau nicht gut weggekommen. Udo Mark links mit der 17. Jochen Schmid. Und Udo Mark biegt als erstes vor Andi Mecklau und Jochen Schmid in die erste Kurve, gefolgt vom Spanier Ruben Xaus. Also die erste Startreihe ist komplett auch so weggekommen. Und zunächst mal übernimmt Udo Mark auf der Einspritzer Suzuki die Führung hier. Damit hat zunächst mal keiner gerechnet, auch wenn Udo Mark heute im Aufwärmtraining schon sehr schnell war. Zweiter war er da. Und hier balgt sich das Feld. Und der Udo kann sich schon gleich mal ein gutes Stück absetzen. Ein paar Motorradlängen vor dem Jochen, der wieder das Training dermaßen dominiert hat. Die Fahrer klagen natürlich in den letzten Minuten. Da zieht der Jochen Qualifiers auf, geht noch mal raus und knallt die schnellste Runde auf den Asphalt. Aber nun, wir werden sehen, wie er es hier im Rennen umsetzen kann. Keine ganz einfache Strecke. Die Fahrer haben viel zu tun. Ein ständiges Hin und Her. Wenn man etwas gemein wäre und das Streckenprofil sich anschaut, dann könnte man auch sagen, es ist eine etwas vergrößerte Kartstrecke. Schaut aus wie vom Reißbrett. Die Fahrer sind aber durchweg zufrieden mit dem Layout dieser Strecke hier in dem nicht mal ein Jahr alten Motopark in Oschersleben. Jochen Schmid ist schon dran an Udo Mark, hält sich da noch zurück. Und ganz wichtig ist auch, dass der Andi Mecklau dran bleibt. Der sollte nichts überstürzen. Und der Jochen ist durch. Und übernimmt zunächst mal die Führung. Dann, Sie sehen es, dieses Viererpaket, also die erste Startreihe. Der schnelle Spanier lässt hier auch nicht locker. Das ist diese Schikane, Sie haben es eben gesehen, wo man nicht nur über die Curbs, sondern fast über die Wiese rumpelt.
3,667 Kilometer ist die Strecke lang. 14 Runden werden jeweils pro Lauf gefahren. Ja, Sie haben es vielleicht mitbekommen, Udo Mark, der auch am Nürburgring beim Weltmeisterschaftslauf dabei war, hat da etwas geklagt. Er möchte nicht das Versuchskaninchen sein für Suzuki, für die Einspritzer Suzuki. Allerdings ist das Motorrad inzwischen so gut, man hat ja ein klärendes Gespräch und nun ist die Sache vom Tisch. Und Udo ist wieder zufrieden und Rubin Ksaus wollte hier schon den Andi Mecklau angreifen. Wir haben also hier 3 Marken, wenn Sie so wollen, auf den ersten 4 Plätzen. Die Kawasaki, die Einspritzer Suzuki, die 996er Ducati und die Vergaser Suzuki von Rubin Ksaus. Ein Blick auf den Punktestand zeigt, Christa Lindholm lag bis zu Beginn des 7. Laufes in der Meisterschaft vorn mit 23 Punkten Vorsprung vor Udo Mark. Und heute kann er also nicht punkten. Er hatte einen schweren Sturz, hat sich das Handgelenk verletzt, während wir hier Rubin Ksaus mit der ersten schnellen Runde einer 1,32er Zeit. Das ist doch schon ganz ordentlich. Das ist ungefähr auch die Zeit, die heute im Warm-up gefahren wurde. Die Polezeit von Jochen Schmidt bei 1,30,858. Bleibt die Frage, ob das heute noch erreicht werden kann. Alle Fahrer sind mit relativ weichen Reifen unterwegs. Die 14 Runden, die packen wir auf den weichen, hieß es. Andi Mecklau ist dran am Udo. Ja, Christa Lindholm, er hat sich einen Knochen an der Handfläche außen gebrochen und im Fuß ebenfalls noch 4 kleinere Knochen, also keine Chance, hier und heute auf ein Motorrad zu steigen. Er ist noch hier, er schaut sich die Läufe an und es kann da ganz ulkige Situationen auf den Punkterängen geben. Denn wenn Jochen Schmidt zweimal vor Andi Mecklau ins Ziel kommt, dann sind beide punktgleich und der Christa liegt 17 Punkte zurück. Ist also noch nichts passiert. Und Roger Kellenberger, der lauert auf den 3. Platz der Gesamtwertung. Während der Andi die erste 1,31er Zeit hier fährt. Die Jungs sind mächtig schnell am Weg in den ersten Runden hier. Und der Spanier hinten mit der Startnummer 2 verliert etwas den Anschluss an dieses Dreiergespann. Roger Kellenberger dann auf 5, Johnny Akerold, der Südafrikaner, auf 6, Schneider, Heidger, Berner, Troninger, das die ersten 10 und Harald Kitsch, der von einem hervorragenden 7. Startplatz aus ins Rennen ging, ist zurückgefallen auf die 11. Soweit, liebe Zuschauer, ein paar Informationen aus dem hinteren Feld, das wir nicht im Blick haben, aber wir müssen natürlich hier bei diesen 3 bleiben. Andi zeigt sich neben dem Udo, aber seine Devise hier lautet zunächst mal ankommen. Wobei mit einem 3. Platz wird er nicht zufrieden sein, hat er mir vorhin noch kurz gesagt in der Box. Ich war vor einer halben Stunde noch unten. Das also hier das Dreiergespann an der Spitze. Solange die 3 zusammenbleiben und der Udo auch im Windschatten bleiben kann von Jochen Schmidt. Für Jochen gibt es nur die Devise nach dem Doppelnuller vom Salzburgring, hier beide Läufe zu gewinnen. Er war schwer enttäuscht, dass er nicht am Nürburgring starten konnte bei seinem Heimrennen und hier ein Zwischenstand nach Runde 5. Kawasaki, Suzuki, Ducati, die ersten 3 und dann wieder Suzuki mit Rubin Ksaus. Und der Rubin Ksaus, der hat wieder einen Kollegen bei Alphatec Suzuki.
Das ist der Markus Ober, der hier als Gastfahrer fährt. Das Team gibt ja Fahrern die Chance. Das war in Zweibrücken der Jürgen Hallinder, der Schwede. Und zuletzt am Salzburgring Tim Röthig, ein Motorsportjournalist. Und nun eben Markus Ober, ein schneller junger Mann, der auch eventuell aufgebaut werden könnte. Und mit ihm probiert man auch die Einspritzer Suzuki nun im Team Alpha Technik. Also diese Technik wird nun auch vom zweiten Suzuki-Team konsequent weiterverfolgt. Und nun sind wir schon bei einer 1:30,8. Liebe Zuschauer, das ist ungefähr die Zeit, die schnellste Zeit aus dem Training. Jochen Schmid fuhr ebenfalls eine 1:30,8. Also das ist unglaublich, dass eine Qualifying-Zeit auch im Rennen gefahren wird. Gibt es nicht so oft. Deutet natürlich auch auf die guten äußeren Umstände hierhin. Wir haben im Moment einen wirklich blauen Himmel, wunderbares Wetter. Viele, viele Fans sind hier. Hier sehen Sie diese Schikane, wo die Fahrer ganz eindeutig über die Wiese fahren. Das sind nicht mehr nur die Curbs. Tolle Aufnahmen, wird ein bisschen Dreck mitgenommen. Ja, wir haben hier zwei schnelle Geraden, das ist die Start-Ziel-Gerade und die Gegengerade, wobei nicht ganz klar ist, wo nun der Topspeed gefahren ist. Bei der Gegengerade könnte es mit dem Wind zusammenhängen, aber ungefähr die Höchstgeschwindigkeiten, damit Sie das auch mal wissen, liegen hier bei ca. 250 Stundenkilometer. Das ist nicht ganz so schnell, wie wir letztens auf dem Salzburgring unterwegs waren. Der Schnitt im Training lag bei 145 Stundenkilometer, aber die Strecke ist unheimlich kurvig. Die Fahrer können sich kaum ausruhen. Und wenn man hier in das Data Recording blickt, stellt man fest, dass 58 Sekunden der Strecke das Gas zu ist. Das ist recht interessant und nur 24 Sekunden lang das Gas ganz offen. Diese Referenzdaten habe ich vom Team Suzuki Deutschland und der Rest wird also in Teillast gefahren. Also es ist hier nicht unbedingt die höchste Leistung ausschlaggebend, wobei wir hier natürlich die leistungsstärksten Motorrädern auf den Plätzen 1, 2 und 3 sehen. Wir haben bereits die Hälfte des Rennens hinter uns. Und die drei, da muss man kein Prophet sein, werden das Ding unter sich ausmachen. Der Andreas Mecklau, der träumt immer noch von einer kompletten Saison, von einer Rückkehr in die Superbike-Weltmeisterschaft. Aber sein Ziel, das er sich vorher gesteckt hat, das ist nochmal der internationale deutsche Meistertitel. Und hier das Feld ab Platz 4. Ruben Saus, der Spanier, ist im zweiten Training gestürzt, war auf 9 Reifen unterwegs.
Und wie Sie wissen, hier die Ein-Motorrad-Regelung. Er durfte also nur die Verkleidung wechseln. Daher war er mit einem völlig weißen Motorrad unterwegs und ist dann nochmal rausgegangen, 10 Minuten vor Schluss des zweiten Qualifyings. Und dann hatte er einen Batterieschaden. Hier die 3, Roger Kellenberger, der ist noch dran. Er hatte ebenfalls seinen ersten Sturz in dieser Saison. Man sprach ja gerne im letzten Jahr von dem Sturzpiloten schlechthin. Er hat uns alle eines Besseren belehrt in dieser Saison, bisher. Und nun ist also das Flugverbot aufgehoben. Und einmal ist es passiert, was allerdings noch lange nicht bedeuten soll, dass nun eine neue Serie beginnt. Das passiert jedem, auch den Spitzenpiloten. Ja, die Startnummer 21 höre ich gerade. Die ist ausgefallen, das ist Sven Wassermann. Der Motor sei einfach ausgegangen. Das sind so Informationen, liebe Zuschauer, aus dem hinteren Feld. Aber bisher keine Zwischenfälle. Die Fahrer sind recht diszipliniert hier. Hier Roger Kellenberger auf der TD Honda. Das ist fast ein Heimspiel hier. Wir sind ja ganz grob gesehen hier zwischen Hannover und Berlin. Südwestlich von Magdeburg liegt diese wunderschöne Anlage. Also ist wirklich alles top hier. Und der Roger ist dran am Ruben. Der Udo Mark eben die schnellste Runde gefahren. Wir haben vorhin noch mal in den Computer geschaut, in seinem Team, und sahen da die Sektionszeiten. Und naja, der Wenn und der Hetz, aber hätte man die 3 besten Sektionszeiten zusammengezählt, dann hätte er, naja, eine 1,29er tief zusammengebracht. Und er wäre schneller gewesen als der Fahrer in der Superbike-Weltmeisterschaft, Aaron Slide, der letztes Jahr hier mit John Kosinski zusammen getestet hat. Aber das sind natürlich rein statistische Werte, die der Computer liefern kann. Das muss man erstmal auf die Strecke bringen. Er war ein bisschen enttäuscht, weil er keine freie Runde im Training so richtig erwischt hat. Und witzigerweise seine wirklich schnellste Runde, da war nicht eine einzige Abschnittsbestzeit dabei. Also so kann es gehen. Und das immer noch der Kampf um die Spitze, 3 Runden vor Schluss dieses 7. von 16 Meisterschaftsläufen der Pro Superbike. Zunächst auch mal der letzte in Deutschland. Wir sind das nächste Mal in der Tschechischen Republik in Most zu Gast. Das sieht mir so aus, als ob der Jochen Schmid das soweit schon kontrollieren kann. Trotzdem erwarte ich mir hier noch einen heißen Schlussfight dieser ersten 3. Da geht es wirklich um was.
Mark in der Meisterschaft nur auf Rang 5 in Gänsefüßchen mit 61 Punkten. Aber wenn er hier wirklich gut dabei ist, dann kann sich das schlagartig ändern. Nach dem Ausfall, nach dem Nichtstart des zweimaligen Meisters Christa Lindholm aus Schweden aufgrund seiner Knochenbrüche. Wir hoffen, dass das möglichst bald wieder behoben ist. Er war in Magdeburg im Krankenhaus, wurde da sofort operiert, wurden sofort Platten eingesetzt. Das kann man machen, entweder sofort oder man muss warten mit der Schwellung. Stand in Runde 13, also in der vorletzten. Jochen Schmid vor Udo Mark, Andi Mecklau und Rubing Saus, gefolgt von Roger Kellenberger und Johnny Akeroyd auf Platz 7. Dann Juha Berner, der schnelle Finne, wieder mal ganz ausgezeichnet dabei. Der beste Privatier, wenn man so will. Eine wunderbare Studie. Atemberaubende Bilder von Jochen Schmid. Man meint gegen alle Gesetze der Physik. So, und wir müssten in der vorletzten Runde sein. Hier wieder diese Schikane. Und hier haben wir eine Zeitlupenstudie, wie Roger Kellenberger an Rubing Saus vorbeigeht. Das überrascht mich nun doch etwas. Der Roger hat so arg nicht auf sich aufmerksam gemacht an diesem Wochenende. Er war schnell unterwegs, eher konstant und zurückhaltend. Und jetzt kommt wieder diese berühmte Geschichte, man läuft auf die zu Überrundenden. Und wenn nun Jochen Schmid hier rechtzeitig durchkommt, na, da ist er schon mal vorbei und es geht in die letzte Runde. Der 77, das ist Alexander John, der Neffe von Manfred John, dem Teamchef vom Team Kawasaki Green. Und da wird der Andi doch gewaltig aufgehalten und da verliert er etwas die Balance. Udo Mark war das, da ist er etwas zurückgefallen. Hat er Probleme? Wir haben Jochen Schmid im Bild. Der kommt einsam hier raus, dann Andi Mecklau und nun da dazwischen ist noch ein zu überrundener Fahrer und dann erst Udo Mark. Da wird er einen dicken Hals haben. Das waren wohl die zu überrundenen Fahrer, die ihn zumindest noch das letzte Fünkchen an Chance auf einen Angriff auf Andi Mecklau gekostet hat. Der Startnummer 33, das ist Markus Bordin. Und da müssten doch die Streckenposten mehr die blauen Flaggen schwenken. Denn offenbar hat er den Udo Mark nicht gesehen. Mensch, das sind immer so Situationen. Ist schade, sie machen ein bisschen das eigentliche Racing kaputt. Während wir hier, sag ich mal, den Gewinner des 7. Laufes hier im Motopark von Oschersleben sehen. Jochen Schmid. So, und das war's. Jochen Schmid, der Polesetter, gewinnt den ersten von 2, den 7. Lauf der Meisterschaft. Und dann auf 2 Andi Mecklau mit 2 Sekunden zurück und Udo Mark, da sind schon über 4. 4. wird Rubing Saus, 5. Roger Kellenberger, 6. mit Johnny Akeroyd. Jochen Schmid auf seinen letzten Metern sehen. Er reißt hier schon die Hand hoch und hier haben wir das Ergebnis. Jochen Schmid vor Andi Mecklau und Udo Mark, der da wohl wirklich noch in massive Probleme kam kurz vor Schluss. Rubing Saus dann auf 4 und Roger Kellenberger auf 5. Und hier noch die Ergebnisse bis Platz 10. Akeroyd, Kitsch, Berner, Heidger und Markus Ober. Tolle Leistung für den Gastfahrer. Und bevor wir zu den Siegerinterviews kommen, geben wir noch mal kurz ab nach München. Udo Mark, was ist zum Schluss passiert? Probleme an der Maschine, das glauben wir nicht, sondern es sah eher aus, wenn du aufgehalten worden wärst beim Überrunden. Nein, die Überrundeten können dieses Mal wirklich nichts dafür. Ich wollte wie der Jochen außen an dem Fahrer vorbeifahren.
Leider ist mir dabei das Gas hängen geblieben am Motorrad und deshalb konnte ich nicht mehr vom Gas runter und habe die Kurve fast nicht mehr bekommen, habe es noch irgendwie noch zugedreht bekommen und war froh, dass ich überhaupt ins Ziel gekommen bin. Gute Erklärung, vielen Dank, Udo. Wir warten auf den zweiten Lauf und holen gleich den Andreas Mecklau. Andi, herzlichen Glückwunsch. Man hatte bei dir ein bisschen das Gefühl, es hätte immer noch einen Tick schneller gehen können zwischendurch im Rennen. Hast du ein bisschen zurückgesteckt und in Lauerstellung geblieben? In der Mitte des Rennens wäre wahrscheinlich mehr drinnen gewesen, aber es ist wirklich schwierig zum Überholen und wir sind eigentlich so ausgeglichen gewesen, die ersten 3, und da hätte ich wahrscheinlich zu viel Risiko eingehen müssen, dass ich irgendwo eine Harakiri-Aktion mache, und man dachte, okay, schauen wir, was in den letzten Runden passiert, und es ist eigentlich das eingetreten, was wir schon gestern befürchtet haben, also mit den Überrunden, und das ist halt wie immer Rennen entscheiden. Jochen hat diesmal Glück gehabt, er war als Erster, Udo hat Pech gehabt, ja, und ich war eigentlich der glückliche Dritte und habe trotzdem noch den Platz 2 geerbt, und sicher wichtig für die Meisterschaft, und jetzt schauen wir auf die Punkte mal. Genau, wichtig für die Meisterschaft ist natürlich auch der Sieg von Jochen Schmid, den wir jetzt zu uns bitten. Jochen, Premiere hier in Oschersleben, das sah sehr souverän aus vorne, aber ich glaube, die Strecke verlangt euch alles ab. Das ist ein richtig harter Tanz hier. Ja, das ist ganz klar. Es ist ja wirklich, kommt es sehr darauf an, auf die Reifenwahl und auf die Fitness. Und ich selber hätte es natürlich begrüßt, eine noch längere Distanz zu fahren. Ich habe mich halt die letzten 2 Wochen extrem vorbereitet für hier, aber ich muss sagen, Kompliment an mein Team, die wirklich alles wieder hinbekommen haben, dass wir jetzt hier wirklich optimal vorbereitet starten konnten. Gut, das waren die Stimmen der ersten 3 und wir bitten Sie jetzt natürlich zur Siegerehrung. Ich gebe zurück zu Hannes Bichteler. 3 glückliche Gesichter auf dem Podest. Ganz oben Jochen Schmid, links davon Andi Mecklau und rechts Udo Mark. Jetzt wird es interessant, auch was die Rechnerei mit den Punkten anbelangt. Noch liegt Christa Lindholm in Front. Wir sagten schon am Salzburgring, er kann sich eigentlich einen Nuller erlauben, der schnelle Schwede. Allerdings wird es dann eng. Und hier ist der Punktestand nach dem 7. Rennen. Christa Lindholm noch hauchdünn in Front mit 3 Pünktchen. Andi Mecklau nun auf 2, Jochen Schmid auf 3. Ganz eng sind sie beieinander. Roger Kellenberger auf 4 mit 93 Punkten in Schlagdistanz. Und Udo Mark, den müssen wir schon noch mit dazu nehmen. Roger Kellenberger und Udo Mark im Kampf um den Titel. 25 Punkte gibt es ja für den Sieger. Dann geht es runter mit 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8 und so weiter. Ein Blick auf die Teamwertung, die immer noch vom Team von Andi Mecklau, Remus Racing Team Austria, angeführt wird. Auch wenn heute einige davon nicht dabei waren. Nein, Werner Dimperl war nicht dabei, sonst Andi Mecklau, Christian Häusle und Sebastian Fitztum waren dabei. Und dann schon das Team von Jochen Schmid und Gianni Akerold und auf 3 Christa Lindholm, der einzige Fahrer, der einzelne Fahrer im Team Yamaha Deutschland. Dann Suzuki mit Mark und ja, McCarthy ist das nicht mehr. Und wir geben ab zur Conny.